meiner Creative Corner und zum ersten Video, in dem ich hier etwas nähen werde. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, ich habe meine Nähecke hier ein bisschen eingerichtet, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein Upcycling-Projekt. Ich habe hier 2 alte Jeans, die habe ich tatsächlich secondhand einfach gekauft, aber vielleicht habt ihr einfach 2 alte Hosen zu Hause, die ihr nicht mehr anzieht. Und hier, das ist tatsächlich meine. Ich habe eher eine schwarze Sweatshirtjacke und ich nehme euch da jetzt einfach mal mit, was meine Ideen sind und was ich daraus umsetzen möchte und umsetzen werde. Und ich habe tatsächlich schon aus 2 alten Jeans mal ein Outfit kreiert, was ich liebe. Und ich habe sowas Ähnliches vor, aber doch nochmal anders. Also, let's go. Und zwar zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, was ich mir so überlegt habe. Ich habe hier nämlich die Hose, die ich mal aus 2 verschiedenen Jeans zusammengenäht habe. Und ich habe hier auch den Plan, dass ich wieder beide Jeans zusammennähe und so auch nach außen, dass man die Naht zieht. Finde ich ganz cool, wenn es so ausgefranst ist. Und das Projekt geht auch super easy, weil man eigentlich nur zusammenschneiden muss und dann wieder zusammennähen kann. Und man kann die Hosen dadurch auch weiten, weil man hier mehr Stoff hat. Und es bleibt dann tatsächlich am Ende auch immer was übrig. Und daraus habe ich das letzte Mal so einen Korsett-Top genäht. Und ich wollte jetzt meine Sweatshirtjacke mit so einem Korsett-Top integrieren. Ich stelle mir das so als Look ganz gut vor und mal gucken, ob das auch so klappt. Ich werde diese Hose als Base nehmen, also dass vorne alles zusammen bleibt. Und das werde ich jetzt erstmal auseinanderschneiden und versuchen, dass ich mehr Weite bekomme zum Bein nach unten, damit die nicht mehr skinny ist, sondern ja, ein bisschen weiter. Deswegen habe ich auch die andere. Ich glaube, das sieht cool aus. Okay, ich trenne jetzt doch als ersten Set die Taschen ab und dann kann ich es auseinanderschneiden. Das mache ich jetzt einfach mal bei beiden. Also die Tasche ist hier aber ganz schön fest gemacht. Ah, nee, doch nicht. Ich liebe an Upcycling-Projekten auch einfach, dass es schnell gehen kann und solche Steps wie, ich weiß nicht, Reißverschluss vorne eingenäht, das ist halt schon alles vorhanden und das muss man nicht sozusagen neu nähen. Und man kann dann durch kleine Änderungen direkt ein neues Outfit kreieren. Und meistens mit Sachen, die man zu Hause hat. Oder wie gesagt, man geht jetzt wie ich in einen Second-Hand-Shop oder sowas. Ja, und dann hat man direkt ein neues Outfit. Ich liebe es ja. Klar kann schon auch herausfordernd sein, weil man sozusagen nur begrenzt Stoff hat und damit dann arbeiten muss. Aber ja, man kann ja auch Stoff, den man zu Hause hat, schon hinzufügen oder man wird dann einfach kreativ und überlegt, was man noch mit den Resten machen kann, was bleibt übrig und sowas. So, die erste Tasche ist jetzt hier, finally, schon mal ab. Das ist doch was Gutes. Da müssen wir kein Loch reinschneiden. Also die Taschen sind abgetrennt und jetzt werde ich die Hosen einfach mal zerschneiden. Ich finde, das ist immer der heikelste Part, weil man da eigentlich alles auch kaputt machen kann. Ich habe mir hier mal ein bisschen was so grob vorgezeichnet und da werde ich jetzt, glaube ich, einfach die ganze Breite, also ich schneide das jetzt so ab und dann an der Naht, die will ich nicht mitnehmen, so. So, ich habe jetzt hier alle Teile und die nähe ich dann einfach alle zusammen und dann ist die Hose auch schon wieder ganz. Ich habe hier unten noch den Saum aufgetrennt, weil ich will, dass es ausfranst und dann ist es auch noch ein bisschen länger und kann es individuell abschneiden. Ich habe jetzt 6 Teile aus den Hosen geschnitten. Vorderteil, Seiten nähe ich zusammen und dann habe ich auch Hinterteil. Und zwar lege ich das jetzt links auf links zusammen, nähe das dann so zusammen, dass die Nahtzugabe nach außen schaut und das dann so ausfranst. Also ich will ja diesen Effekt haben. Und das mache ich jetzt mal. Ich habe sogar recyceltes Garn. Jetzt werde ich das verwenden. Das ist ein richtiges Upcycling-Projekt. Einfach auch schon voll mit Flusen. Naja.
Also ich nähe jetzt einfach mal das Vorderteil und das Seitenteil zusammen. Die Nahtzugabe oder die Naht soll das nach außen gehen. Vielleicht nehme ich eine Jeansnadel. Das wäre gar nicht so schlecht. Nachher bricht mir das irgendwie noch ab. So, Nadel ist gewechselt. Let's go. Also so ist das erste Stück dran. Jetzt mache ich die andere Seite. Genauso. Und wie gesagt, einfach alles dran nähen, so wie man es eigentlich auch ausgeschnitten hat und es Sinn ergibt, eine Hose zusammenzunähen. Das mache ich jetzt einfach bei allen Teilen. So, ich habe jetzt alle Teile zusammengenäht und mache jetzt hier die noch zu. Also fast alle Teile. Und dann nähe ich am Ende auch noch den Schritt zusammen. Es gab eine kleine zeitliche Unterbrechung. Ich musste abends nämlich noch mit dem Zug in die Heimat fahren, aber jetzt bin ich wieder back in Berlin. Und ich habe an dem Abend noch geschafft, die Hose zusammenzunähen. Ich zeige die euch mal kurz. So sieht die Hose aus. Sie ist noch relativ lang, aber die kann ich unten abschneiden. Hier fehlen noch die Hosentaschen. Ich finde sie jetzt auch schon ziemlich gut. Aber ich überlege spontan noch einen zweiten Bund dran zu nähen, damit sie ein bisschen mehr hier in meiner Taille sitzt. Ich mag das eigentlich ganz gerne und wenn es mir irgendwann nicht mehr gefallen sollte, kann ich sie auch jederzeit wieder abnehmen. Ich habe nämlich von der zweiten Hose noch genug für den Bund und das machen wir jetzt. Also ich habe hier die Hose und ich habe mir schon die entsprechenden Stücke ausgeschnitten und einfach zusammengenäht wie bei der Hose, die ich dann an den Bund oben noch dran nähen werde. Da stecke ich mal dran. Und zwar werde ich das jetzt einfach relativ easy da dran machen. Einfach hier werde ich das dann auch an der Naht so festnähen. Das stecke ich jetzt fest, nähe das hier so einmal fest und genau, dann habe ich hoffentlich eine High-Waist-Hose. Tatsächlich habe ich die Seiten hier noch nicht zusammengenäht, weil ich das dann mit dieser Seitennaht hier mit einfasse. Vielleicht trenne ich die nochmal kurz auf. Ich habe in letzter Zeit auch irgendwie gemerkt, dass mir das viel mehr Spaß macht, wenn ich auch mal so kleine, kurze Zwischenprojekte habe, wo ich dann auch einfach spontan Änderungen machen kann, weil ich bin sehr ungeduldig. Und ich liebe es, wenn etwas schnell fertig sein kann. Und das macht mich dann, also dann habe ich halt irgendwie wie so eine Art Erfolgserlebnis. Und deswegen mag ich Upcycling-Projekte eigentlich auch ganz gerne. Ich habe die Seite jetzt ein bisschen aufgetrennt und setze das dann hier so ein. Ich glaube, dass ich dann auch erstmal den Bund sozusagen dran nähe und dann ziehe ich sie an und schaue, wie sehr ich bei den Seiten irgendwie noch was abändern muss, damit das hinten auch nicht absteht. Der zweite Bund oben ist dran und ich musste jetzt wieder spontan mir was Neues überlegen, weil ich ja eigentlich die Taschen hinten drauf nähen wollte, aber beide Taschen sind unterschiedlich groß und das passt irgendwie von der Größe nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt die Stoffreste nehmen und mir da noch Rückentaschen ausschneiden. Ich habe mir überlegt, dass ich so Herzchentaschen ganz süß fände hinten, also schneide ich die jetzt einzeln aus, Herzhälften, und nähe die drauf. Und dann schaue ich, wie viel am Ende noch übrig bleibt von den ganzen Reststoffen, ob ich dann ein Oberteil rausbekomme oder nicht. Aber da kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist. So, also es soll sozusagen so ein Herzchen ergeben. Und das nähe ich dann auch so wie da in dem Stil so ineinander. Und dann sollte das eine Herzchentasche geben. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So sieht das jetzt hinten aus mit den Herzchentaschen. Ich habe es drauf gepinnt und werde es jetzt absteppen. Und dann ist die Hose eigentlich auch schon fertig. So Leute, das ist gerade die Hose. Ich liebe es. Vielleicht schneide ich die unten noch ein bisschen ab. Und jetzt wird sich an das Oberteil rangemacht. Let's go. Kommen wir zur Jacke bzw. dem Oberteil. Ich habe das Problem, dass ich nicht mehr, also das sind die ganzen Stoffreste, die übrig geblieben sind. Ich habe nicht mehr genug Stoffreste, um das Oberteil zu nähen, auch wenn ich nicht viel brauche. Ich habe aber eine alte Hose von meiner Mom bekommen und die werde ich jetzt einfach verwenden. Also im besten Fall braucht man eigentlich nur 2 Hosen, aber dadurch, dass ich jetzt ein paar Änderungen vorgenommen habe,
habe ich mehr gebraucht. Der Plan ist, dass ich den Reißverschluss ganz lasse. Die Taschen kommen weg und dann wird das auch so ein bisschen so korsettmäßig wie die Bluse, die ich mal genäht habe. Hier ein bisschen wie diese Bluse, dass das einfach so ein bisschen enger wird dann, schön tailliert. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier den Reißverschluss abgemacht, weil ich den versuche zu behalten und die Taschen hier ein bisschen abgetrennt. Und ich hatte die jetzt auch mal kurz an. Schneide jetzt hier einfach mal auf der Höhe ab. So ist jetzt die Länge. Ich hoffe, es ist nicht zu kurz geworden, aber ich habe es eigentlich abgemessen, also sollte es passen. Dann ist der nächste Step jetzt eigentlich, dass ich mir die Jeans nehme und dann mal ein paar Teile rausschneide. Ich nehme dann auch noch hier Maß, damit ich weiß, was für einen Umfang ich brauche. Ich werde für den Corsagen- oder Korsettteil, wie man es nennen möchte, einfach jetzt die Bluse als Vorbild nehmen oder als Muster, weil es eigentlich von der Höhe auch mit der High-Waist-Hose ganz gut passt und ich die Jacke auch so ungefähr auf der Höhe abgeschnitten habe. Also ein bisschen V-förmig zuschneiden, die ganzen Teile. Und das machen wir jetzt mal Pi mal Daumen, weil das mache ich meistens immer so. Und am Ende klappt es dann auch doch mal ganz gut. Also ich messe das jetzt schon ab und mal das mal so vor. Ich habe die Hose deswegen extra auch umgedreht. Ich schneide das jetzt einfach mal so aus, wie ich es habe. Werde ich beim Schneiden einfach noch die Nahtzugabe hinzufügen. So, das sind jetzt alle Teile und die werde ich jetzt auch bei der Hose links auf links zusammenlegen und mit einer Nahtzugabe absteppen. Und das werde ich jetzt mit allen Teilen machen, außer vorne lasse ich offen, weil da kommt ja dann der Reißverschluss dran. Und danach geht es dann mit dem Teil an die Jacke. Ich habe den Reißverschluss jetzt doch ganz abgetrennt, weil er mir doch zu lang ist und dann kann ich ihn nach oben hin kürzen. Ich nähe den Reißverschluss jetzt erstmal da unten dran, dann an die Jacke. Es ist alles zusammengenäht und ich werde spontan jetzt hier noch Kabelbinder versteckt einfügen, damit es vorne einfach so eine Stabilität gibt, bei den Seiten nicht. Es ist schön Stretch auch, aber hier ist es ein bisschen länger auch und hier ist ja kein Zug drauf. Deswegen, ich habe hier nämlich noch genug Platz und dann werde ich jetzt einfach in dem Abstand einen Naht hier setzen. Also die Stäbchen hier sind auch drinnen. Und ich habe mir jetzt schon mal das Oberteil geschnappt und ich werde hier auf der Höhe das abnehmen. Es kann ruhig noch ein bisschen kürzer sein. Und ich habe hier mit einer großen Stichlänge schon mal einmal drumherum genäht, damit ich das so raffen kann, weil wir das nämlich jetzt an den Umfang hier anpassen müssen. Und ich werde das jetzt einfach hier so befestigen, dann hier so abnehmen. Eigentlich nur noch der Reißverschluss rein. So, hier ist die Mitte davon. Das heißt, ich tue das jetzt mal hier ran und dann verteile ich das von der Raffung so, dass es gut aufgeteilt ist. So, das ist jetzt alles dran gesteckt. Dann nähe ich das einmal hier so ab, dann soll das nämlich auch so ausfransen hier, genauso wie da. So, die Jacke ist dran genäht und jetzt werde ich den Reißverschluss hier noch befestigen bis oben. Das, was rüberschaut, schneide ich dann einfach ab. Und dann bin ich ready. Geilo. Und ja, das ist der fertige Look. Ich liebe es. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ihr noch ein paar mehr Insights haben wollt, schaut gerne mal auf meinem Instagram-Kanal Jules Designs vorbei. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Also, bye, bye.